Valhalla ist nun seit mittlerweile einem Jahr draußen und ihr spielt das ganze Spiel wahrscheinlich nicht mehr. Aber Ubisoft hat vor kurzem einen Inhalt rausgehauen, der das Ganze nochmal komplett verändert. Ich würde sagen, das Beste, was Valhalla jemals passiert ist. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Wir werden uns heute die Discovery Tour anschauen, denn es gibt Hinweise zum dritten DLC, es gibt eine packende Geschichte und natürlich auch viel Potenzial für ein neues Assassin's Creed. Dementsprechend bleibt da gerne dran. Ich habe euch natürlich hier in der Timeline alles markiert, wenn ihr irgendwelche Themen überspringen wollt. Aber ich würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet, weil in diesem Video steckt viel Arbeit und ich möchte euch damit helfen. Dementsprechend nehmt die Hilfe an, drückt den Abo-Knopf oder hilft mir und drückt den Abo-Knopf. Aber jetzt legen wir los mit der Geschichte. Denn die ist gut geschrieben und wie ich finde, kurz und knackig und packend. Und da gibt es eine kleine Zusammenfassung. Die Geschichte spielt einige Jahre vor der Haupthandlung von Valhalla. Dabei dreht es sich um den Händler Thorstein und seine Frau Gunhilda. Sein Ziel ist es, größeren Reichtum zu erlangen, um sich in Englerland ein neues Leben aufzubauen. Wir lernen den typischen Alltag eines Norwegers im 9. Jahrhundert kennen und treffen im ersten von 8 Kapiteln auch gleich auf unseren Antagonisten Björn, der uns versucht, das Leben schwer zu machen. Thorstein setzt sich durch, zieht mit König Harald, den wir ja auch schon aus dem Hauptspiel kennen, auf einige Raids und erlangt somit seinen gewollten Reichtum. In den folgenden Abschnitten der Geschichte lernen wir nun gemeinsam mit Thorstein, was es heißt, ein eigenes Schiff zu bauen, eine eigene Mannschaft zu sammeln und gegen die raue Nordsee anzukommen. Dabei brauchen wir leider die Hilfe des besten Navigators Norwegens, nämlich, wer könnte anderes sein? Björn. Merkt euch diesen Namen auf jeden Fall. Wir segeln also in das Auge des Sturms und wechseln die Perspektive. Hier startet die Geschichte des zweiten Charakters, Bruder Elric, ein junger Gelehrter, der versucht, sich in der christlichen Gemeinschaft eines Klosters zu beweisen. Dabei lernen wir, wie man lindernde Medizin für eine Krankheit herstellt und wie der Alltag eines Mönches aussieht. Elric muss jedoch fliehen, als Wikinger das Kloster plündern wollen. Er schafft es zu entkommen, wird aber für mehrere Jahre von einer Wikingerbande im Süden festgehalten, nämlich von dem Wikingerkönig Gudrun. Und ratet mal, wer in dieser Bande ist? Genau, Björn. Denn wir erwischen ihn dabei, wie er einige Schätze seines Anführers stiehlt, verraten ihn jedoch nicht. Über Umwege gelangt Bruder Elric in die Obhut von König Alfred. Und auch für einen kurzen Zeitraum bekommen wir die Chance, in seine Haut zu schlüpfen. Wieder ein Perspektivenwechsel. Einige Jahre sind vergangen und Thorstein und seine Frau haben sich ihren Traum erfüllt und sind zu reichen Händlern in der nordenglischen Stadt Eoforwick aufgestiegen. Wir erleben seinen Alltag als Händler und treffen noch ein letztes Mal auf Björn, der uns um einen Gefallen bittet. Wir gehen dem nach und blicken ins letzte Kapitel. Wir wachen als Thorstein in Jötunheim auf und finden heraus, dass Thorstein uns verraten hat, was zu unserem Tod geführt hat. Sehnsüchtig nach seiner Frau suchend, begibt sich Thorstein nach Asgard und findet Hilfe bei Freya. Sie geleitet ihn in ihre große Halle Volkwang, wo er auf seine geliebte Gunhilda trifft und wir am Ende der Geschichte angekommen sind. Für mich ist diese Geschichte ein wirklich großer Pluspunkt, eine packende Geschichte, leicht romantischer Ansatz. Die Geschichte zeigt uns verschiedene Perspektiven auf und wir wissen jetzt, wie ein Wikinger-Händler sich damals gefühlt haben muss in der Welt von Norwegen und England und ich finde, das ist wirklich eine der großen Stärken der Discovery Tour, aber nicht die einzige, denn da kommt natürlich noch mehr. Die Discovery Tour macht nämlich einiges richtig. Sie wirft uns in eine Welt und gibt uns gleich zu Beginn alle Informationen, um diese zu verstehen. Über die Marker, die in der Welt verteilt sind, verstehen wir die Wikinger. Wir verstehen, was ein Ting ist, wir verstehen, wie schwierig es ist, ein Boot zu bauen und wir lernen die Kultur besser kennen. Ich hatte nach den ersten 2 Stunden richtig Lust, ein Boot zu bauen und nach Norwegen zu schippern. Und top dazu gibt uns Ubisoft Informationen zum Spiel und seiner Entwicklung. Wir finden heraus, wie viel Aufwand eigentlich dahinter steckt, eine Klosterwand zu modellieren, wie umfangreich das Soundsystem in Valhalla ist und wie zum Beispiel auch das Logo von Valhalla kreiert wurde. Ja? Und ich hatte es schon bereits erwähnt, die wirklich größte Stärke, die fantastische, kurze, abgeschlossene Geschichte. Wir spielen einen Händler aus Norwegen und verstehen seine Herausforderungen, wir verstehen seine Motivation und lernen mit ihm gemeinsam. Das, denke ich, ist in jeder Geschichte ein guter Ansatz, wenn man mit dem Charakter lernt. Wir können uns so extrem gut in ihn hineinversetzen, weil wir eben auch genauso wie er keine Ahnung haben, wie ein Boot gebaut wird. Alleine die Überfahrt mit dem stürmischen Wetter wird uns durch simple Effekte dargestellt. Wir spüren die Angst, wir spüren die Träume und Herausforderungen von Thorstein und am Ende trauen wir sogar ein wenig, als er verraten wird. Also all in all wirklich eine Hammer-Discovery-Tour für alle Valhalla-Spieler kostenlos und da muss ich sagen, lohnen sich doch die 80 Euro beziehungsweise je nachdem 60 Euro, wie viel ihr ausgegeben habt. Und Pascal, was ist da jetzt schlecht an dem Ding? Naja, ich muss euch ehrlich sagen, es gibt nicht viel. Es gibt nicht viel zu sagen. Es gibt fast gar nichts zu sagen. Um ehrlich zu sein, fallen mir nur 2 Dinge ein. Die Rewards sind ganz nett, aber in der gesamten Discovery Tour habe ich mich nur dafür interessiert, was ich da jetzt bekomme, weil ich fand die Geschichte an sich schon sehr spannend. Und
On top dazu hatte ich eine Testversion, das heißt, da hatte ich gar keine Rewards. Bei uns war das abgestellt, quasi ausgestellt und wir hatten keine Rewards. Ja, und dementsprechend habe ich das ganze Ding gespielt, klar, weil ich den Content machen wollte, aber weil die Geschichte auch packend war und weil die Marker so interessant waren und nicht wegen den Rewards. Der zweite negative Punkt bezieht sich eher auf Valhalla an sich. Es ist kein Bezug zu Discovery Tour selbst, denn bei Thorstein versteht man echt gut, wie er die Motivation gewonnen hat, wie er sich motiviert, was er spürt. Das irgendwie, ich finde, es ist besser dargestellt. Bei Eivor zum Beispiel habe ich es nie verstanden, warum er eigentlich wirklich nach England wollte. Ich habe verstanden, warum er in Norwegen Kjörtvi niederstrecken wollte, aber alles andere, was danach kam, war mir halt zu wässrig und zu schwammig. Man fühlt sich halt in Eivor nicht so gut hineinversetzt. Und da frage ich mich halt, warum habt ihr das in der Discovery Tour geschafft, aber nicht im Main Game? Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Obwohl Eivor natürlich ein erwachsener Charakter war. Thorstein war auch schon ein erwachsener Charakter und hat trotzdem immer noch Dinge gelernt. Und ich finde, das sollte auch der Ansatz von einem Assassin's Creed sein, von einem Charakter, dass er, egal wie alt er ist, immer was lernt, wir was lernen. Ich meine, ich habe Assassin's Creed 2 gespielt und habe von den Medici gelernt und konnte das in meinem Kunstunterricht anwenden, weil die natürlich auch ja, sehr künstlerisch engagiert waren. Und das ist ja auch, glaube ich, was so diesen Reiz auch ausmacht. Du spielst und du hast Spaß und du hast einen Charakter und kannst dich hineinversetzen und lernst halt nebenbei noch was. Und das ist doch geil. Ich hoffe, Ubisoft wird sich die Discovery Tour für die Zukunft als Vorbild nehmen. Die Zukunft ist dabei ein wirklich großes Stichwort, denn jetzt werden wir über das dritte DLC reden, denn da gibt es einige Verbindungen tatsächlich oder Hinweise in der Discovery Tour. Wenn ihr das nicht möchtet, dann sage ich es jetzt ein bisschen spät, aber Spoiler, das habt ihr glaube ich jetzt auch schon mitbekommen. Ja, trotzdem, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann Dränger da nach oben, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ihr würdet mich mega supporten damit. Vielen lieben Dank erstmal von eurer Seite und da würde ich sagen, legen wir mal los, welche Verbindungen die Discovery Tour zum DLC legt, nämlich zum Ragnarök DLC. Es gibt nämlich viele Andeutungen, die auf ein Ragnarök DLC hindeuten. Auch ohne Leaks tatsächlich, die hier schon von Andy und Jonathan rausgehauen wurden. Speziell der Teil in Asgard. Dieser, das hören wir in der Konversation von Thor heraus, die gleich zu Beginn des Asgard-Kapitels stattfindet, spielt zeitlich nach oder während den Geschehnissen von dem Hauptspiel. Wir sehen, dass Loki weiterhin sein Unwesen treibt und die Menschen aus Midgard austrickst und Katzen in die Quelle von Od befördert, um das Gefüge durcheinander zu bringen. Außerdem bekommen wir ganz viele Infos zu all den Welten, die es in der nordischen Mythologie gibt und werden so vorbereitet auf das, was noch kommen wird. Das ist eine sehr kleine Verbindung. Wenn ihr mehr gefunden habt, da gab es unglaublich viele Artikel zu Ragnarök, zu den neuen Welten. Es gab sehr, sehr viele Verbindungen, die eigentlich uns vorbereiten sollen auf das, was kommen wird, weil keiner weiß ja wirklich, was Ragnarök ist, um mal ehrlich zu sein. Und die Discovery Tour hat uns da assistiert und ein wenig geholfen. Für mich auf jeden Fall einige Indizien, dass auch ohne Leaks, weil die gäbe es ja eigentlich nicht, uns die Discovery Tour Hinweise geben will, dass es in die Richtung Ragnarök in eine neue mythologische Welt geht. Doch was meint ihr? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ich hatte es ja schon gesagt. Wir reden jetzt nämlich über das Potenzial dieser Discovery Tour. Ich habe nämlich extrem viele Ideen herausgefunden, was man mit diesem Schema machen könnte, einer Discovery Tour. Zum einen hätte man daraus natürlich eine längere Geschichte machen können. Wir hätten, sage ich mal, Thorstein vielleicht von viel früher begleiten können, als er noch ein junger Mann war. Quasi daraus eine richtige, längere Geschichte machen. Das wäre ein Potenzial. Die Geschichte ist natürlich eine Art Zeitgeschichte, beziehungsweise hätte auch eine Art DLC sein können. Das wäre halt wirklich ein geiles DLC. Du spielst halt einen anderen Charakter, du spielst ungefähr in derselben Zeit. Du bekommst aber nicht so viel mit von der Hauptgeschichte. Das ist ja das, was sie auch versuchen wollen in Irland oder in Paris, dass sie eine Geschichte da aufbauen, die nicht wirklich was mit der Hauptgeschichte zu tun hat. Ja? Und das wäre ja ganz cool. Das könnte man auch in der Zukunft machen, dass man sagt, man hat schon eine Open World, die ist schon kreiert und man kann sich viel, viel besser auf die Hauptgeschichte des 2., 4., 5., 6. DLCs konzentrieren, weil man sich nicht mehr auf die Welt konzentrieren muss. Und ich meine, man hat ja gesehen, es war dieselbe Welt, es war Norwegen, es war England, es war Asgard und trotzdem fand ich die Geschichte in weiten Teilen besser als die Hauptgeschichte. Und das letzte Potenzial für die Discovery Tour, was man daraus herausnehmen kann, lernen kann, ist, dass man das Ganze vielleicht so ein bisschen macht wie Warzone. Ich weiß nicht, ob ihr Warzone spielt, aber dort werden neue Call of Duty Teile, also es gibt ja Warzone, das ist ja Free-to-Play, und es gibt im Grunde die jährlich erscheinenden Call of Duty Teile, wo du Geld bezahlen musst, wo du eine Kampagne hast und einen Multiplayer. Und in Warzone, diesem Free-to-Play, werden die Teile angeteased. Also es gibt quasi Events zu den zukünftigen COD-Teilen und das hätte man hier auch machen können. Man hätte hier, sage ich mal, verstärkt zum dritten DLC zum Beispiel vielleicht mehr Kapitel für Asgard aufbauen können.
wo man das Ganze so ein bisschen anteast, wo man in dem DLC, beziehungsweise in diesem Add-on, der Discovery Tour, die Geschichte zu Ende bringt mit Thorstein und am Ende vielleicht ja, 1-2 Kapitel extra raufhaut, um das dritte DLC anzuteasen. Oder auch in der Zukunft. Man kann sagen, für die nächsten Discovery-Touren, dass man halt dort neue Games, zum Beispiel ein neues Assassin's Creed anteasert. Das wäre doch auch ganz cool. Ich weiß nicht, ob das so reinpasst in das Konzept, aber wäre auch irgendwie eine coole Sache. Gerade bei einem Singleplayer-Game, denke ich. Und das wäre das Potenzial, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Mein Fazit zu dieser Discovery Tour ist einfach, dass ich sehr froh bin, dass ich das spielen konnte. Im Vergleich zu den anderen beiden Discovery Touren ist es um Welten besser, es macht um Welten mehr Spaß. Und die Ansätze, die ich euch genannt habe, sind fantastisch, die Ubisoft da gelegt hat. Wir sehen also, Ubisoft kann es ja, wenn es möchte. Eine große Story, beziehungsweise eine Story, die abgeschlossen ist, die einen motiviert, wo man auch leicht trauert, wo man Emotionen spürt, wo man sich hineinversetzen kann in den Charakter. Genau das ist eine Geschichte, meiner Meinung nach. Und Ubisoft kann es ja. Und für die Zukunft sehe ich deswegen grün, nicht schwarz. Und hoffe, dass da neue Geschichten kommen, auch gerade mit dem Infinity League, der ja vor kurzem rauskam. Mehr dazu erfahrt ihr vielleicht in einem späteren Video, beziehungsweise da gibt es schon einige. Die Elemente sind gut. Die Marker sind gut, es sind nicht so viele Marker tatsächlich, ich glaube insgesamt sind es 170 oder so. Das ist noch human, das ist noch verhalten, da muss man nicht alles abklappern wie die Federn in Assassin's Creed Unity in Paris, sage ich nur, wo da 40 Millionen in der Stadt waren. Und das ist eine schöne Sache, man kann dadurch einfach in das Spiel eintauchen und es kostet nicht so viel Arbeit, also es kostet schon viel Arbeit bestimmt, wie zum Beispiel eine Zwischensequenz zu kreieren oder so. Es ist halt nur ein Text. Natürlich muss man viel lesen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Oder, und das finde ich sehr, sehr interessant, dass man einen Hintergrund bekommt zu der Spieleentwicklung. Das ist ja unglaublich. Da hat man auch viel mehr Verständnis für viele Dinge, als wenn man, sage ich mal, nur das fertige Produkt sieht. Ja. Finde ich gut. Ich würde dem Ganzen wirklich, wenn ich jetzt eine Bewertung geben müsste, eine 9 bis 8,9 von 10 geben. Es ist wirklich fantastisch. Natürlich jetzt eher kurz gehalten. Natürlich jetzt kein Inhalt für die Assassin's Creed-Universen, keine Add-on dazu, sage ich mal, aber eine nette Geschichte, die erzählt wurde. Und ich bin gespannt, was in der Zukunft kommt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, meine Freunde. Lasst gerne auf jeden Fall nochmal ein bisschen Liebe da. Würde ich mich sehr freuen für euren Support. Hier steckt viel Arbeit drin natürlich, das wisst ihr. Und dann sehen wir uns. Ja. Glocke habt ihr aktiviert. Ja, Evo, die haben die Glocke aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.